Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Mehmet Oe. Jetzt mit den 100.000 Abos kommen natürlich viele Anfragen, ob ich für die Leute so ein bisschen Werbung machen kann. Nehme ich natürlich an, wenn es natürlich unseren Kanal betrifft, wenn ihr auch was damit anfangen könnt. Ich kann auf jeden Fall damit was anfangen und deswegen habe ich zugestimmt, diesen schönen Doogee S96 GT euch vorzustellen. Den packen wir jetzt aus, probieren den, testen den auf Herz und Niere, ob der für unseren Kanal geeignet ist. Was haltet ihr davon? Bleibt dran, dann erfahrt ihr mehr über diesen Doogee GT 96S. So Leute, dann fangen wir mal an, das gute Stück auszupacken. Sehr schön in Gelb, schön verpackt. Mal gucken, was wir hier so alles... Oh, der ist schon richtig schwer. Ist ja auch ein Outdoor. So sieht das Teil aus. Packen wir mal schon direkt aus. Wow. Schaut euch das mal an, Leute. Da ist sogar schon eine Folie direkt mit drauf. Ja, wir gucken uns den gleich näher an. Wir tun das mal so zur Seite. Mal gucken, erstmal gucken, was hier noch alles so drin ist. Ersatzfolie sehe ich hier schon. Sehr schön, dass sie dran gedacht haben. Dann haben wir hier Garantie. USA, manuell, also wie man das eben halt alles bedient. Natürlich gibt es da auch deutsche Version von. Schauen wir uns auch gleich alles an. Dann hat er hier so ein Teil. Okay. Müssen wir mal schauen, wofür der ist. Legen wir mal zur Seite. Dann gibt es hier drin Ladekabel. Auch natürlich in den gewohnten neuen C-Anschluss. Auch sehr schön. Dann gibt es so eine Handschlaufe, wenn man unterwegs damit ist. Und natürlich Ladegerät von Doogee. Doogee. Jawohl, sonst ist hier nichts mehr drin. Zu den technischen Daten, was das Gerät alles kann, kommen wir gleich. Es geht weiter, Leute. Ich wollte den gerade laden. Ja, mit diesem Ladekabel. Und habe die ganze Zeit gesucht, wo ist der Eingang, wo kann ich den laden. Jetzt weiß ich auch, wofür dieses Teil ist. Und zwar, weil das ja ein Outdoor-Handy ist, den kann man in Wasser schmeißen, den kann man runterfallen lassen. Machen wir gleich die ganzen Crash-Tests auch. Damit da auch kein Wasser reinkommt, hat er hier extra so ein Teil. Muss man hier drunter gehen, das hier so raushebeln. Dann kriegt man das hier so auf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Dann kann man das hier laden. Wollte ich gerade laden, am Steckdose dran gemacht, der hat schon 90% aufgeladen. Das heißt, ihr bekommt den schon mit 90% aufgeladen geliefert. Das ist schon mal gut. Hier wieder richtig zumachen, jetzt ist er auch wieder dicht. Anmachen kann man hier mit diesem Button hier lange draufhalten. Kennen wir ja schon wie mit den anderen. Dann öffnet sich das Android Doogee. Wir gucken uns den jetzt mal an. Ich habe den auch noch nicht angemacht. Ich mache das heute alles mit euch zusammen. Das hier ziehe ich gleich nachher nochmal ab. Das sind die einzelnen Schritte zu den technischen Daten und so kommen wir natürlich gleich. Englisch, United States, nein. Mal gucken, ob wir auch Deutsch haben hier irgendwo. Englisch, Dänemark, Deutsch. Wir nehmen natürlich Deutsch. Deutschland und starten das Ganze mal. Mobilfunkverbindung herstellen. Wenn du die SIM-Karte hast, leg sie jetzt ein. Überspringen tun wir das erstmal. Mit WLAN verbinden. Ich verbinde mich mal mit allem, was dazu gehört, Leute, und dann melde ich mich nochmal wieder. Wie ihr sehen könnt, die Einstellungen sind fertig. Wir machen erstmal weiter. So,
Wir wollen ja in das System rein. Das sieht doch schon mal gut aus. So, hier hat er die ganzen Apps. Kann man sich einstellen. Läuft auch alles flüssig. Wie ihr sehen könnt. Ja, obwohl hier noch die Folie drauf ist. Die mache ich jetzt mal auch weg. Das ist nur für die, jawohl, die dazu mitgelieferte Panzerglas, die kann ich dann nachher draufziehen, müssen wir jetzt nicht vorstellen. Das Gerät ist startklar. Wir gucken mal, was er jetzt an technische Daten hat. Auf geht's! Doogee ist einer der weltweit führenden Marken, wenn es um unverwüstliche, robuste Smartphones geht. Bringt Mitte Oktober 2022 kommt das Smartphone namens S96 GT raus. Genau 2 Jahre nach der Veröffentlichung seines Vorgängers S96 Pro. Es ist das erste Smartphone überhaupt mit eingebauter Nachtsichtkamera in einem Smartphone. Der S96 GT hat ein 6,22 Zoll Display mit einer HD-Auflösung von 1520x720 Pixeln. In einem Seitenverhältnis von 19:9 und 600 Nits große Helligkeit ist es durch eine Corning Gorilla Glass geschützt. Das Smartphone wird von MediaTek Helio G95 Octa-Core Prozessor mit dem 12 Nanometer Prozesstechnologie mit 2 auf 2,1 GHz übertaktetem ARM Cortex A76 Kernen, der mit 12 Nanometer Prozesstechnologie mit 2 auf 2,1 GHz übertakteten ARM Cortex A96 Kern gesteuert. Das S96 GT hat ein 8 GB RAM und ganze 256 GB Speicher an Bord. Das Telefon unterstützt auch 2 Nano-SIM-Karten. Das Telefon verfügt über eine seitlichen Fingerabdruck-Erkennungstaste mit schneller Reaktionszeit von 19 Millisekunden. Eine Gesichtserkennungsfunktion sowie eine NFC-Funktion, mit der Sie Google Play-Dienste nutzen können. Der S96 GT hat einen soliden 6350 mAh Akku unter der Haube, von dem ich denke, dass er die Mehrheit der Benutzer zufriedenstellen wird. Die Konstruktion des S96 GT ist ein robuster, wasserfester 810H Körper nach Militärstandard, der auf dem Metallrahmen mit verstärkten Kanten aufgebaut ist. Doogee bringt wie gewohnt die robusten Standards mit diesen neuen auf dem Niveau sind. Da das Gehäuse des Telefons aus einer Kombination aus Metall und Polycarbonat-Kunststoff besteht, also ist dies ein hartes Stück. Das Telefon ist in 3 Farben erhältlich: Vulkanorange, klassisches Schwarz und eine Kombination aus Sonnengold und Schwarz in limitierter Auflage. Das S96 GT verfügt über ein hochauflösendes 48 Megapixel Hauptkamerasensor von Samsung mit einer f1:8 Blende. Außerdem gibt es eine 20 Megapixel Nachtsichtskamera von Sony IMX350, die jetzt in Doogee-Telefonen so etwas wie ein Standard geworden ist. Wir haben auch hier ein 8 Megapixel Weitwinkel Samsung Kamera mit 130 Grad Sichtfeld verbaut, was ein sehr enges Sichtfeld wie bei der GoPro Porträtkamera ist.
Und auf der Vorderseite finden wir eine 32 Megapixel Frontkamera von Sony IMX616 mit einer Blende f2,0 und 90 Grad Sichtfeld. Mit dieser Kamera legt Doogee die Messlatte für die Rugged Phones wieder einmal richtig hoch. Das Telefon wird von Android 12 mit den üblichen Optimierungen von Doogee betrieben. Wie zu Beginn des Videos erwähnt, wird der Doogee S96 GT Anfang Oktober, Mitte Oktober 2022 in den Handel kommen und Doogee wird wie üblich einen speziellen ermäßigten Einführungspreis anbieten. Das werde ich euch unten verlinken, wenn es soweit ist. So, jetzt aber zu den eigenen Tests. So Leute, dann versuchen wir mal die Kamera zu testen. Ja, das sieht schon mal so gut aus. Wenn ich das bearbeite, mal schauen, wie sich das dann ansieht, ob man da einen Unterschied sieht zwischen den Samsung und dem Doogee. Vorhin war es nur Full HD, jetzt habe ich mal Super HD gemacht. Mal gucken, wie die Qualität nachher wird. Wenn ich jetzt im Betrieb wäre, hätte ich euch noch ein paar Busse aufgenommen. Aber hier haben wir wirklich richtig grünes Zeugs und so. Mal gucken, ob der das alles so schön aufnimmt. Jetzt habe ich gerade Weitwinkel gemacht. Ich habe mich mal so ein bisschen vertraut gemacht mit dem Gerät. Wie ihr sehen könnt, klappt jetzt auch alles. Entsperren. Da haben wir die ganzen Einstellungen. Wichtig ist, was ich vorhin vergessen habe, das Teil hat sogar eine Unterwasserfunktion. Wenn man hier die ganzen Sachen hier runtergeht, kann man hier Bluetooth, Flugmodus, mobile Tastengerät, da kann man hier noch rüberswipen oder auf der Seite. Moment, wo war das? Ah, so geht das. Einen Scanner hat er sogar drin. Dann Nachtsicht haben wir gehabt. Nachtlicht hat er das jetzt. Ah, für abends kann man wieder ausmachen. Und Hotspot, Unterwasserkamera. Hier unten ist eine Unterwasserkamera. Man kann sogar mit dem Teil unter Wasser filmen. 10 Meter schnorcheln und dann alles aufnehmen oder so, ist alles drin. Die komplette Beschreibung, wenn ich euch das jetzt erzählen würde, wird Stunden dauern, weil ihr wisst ja, jedes Handy hat so seine eigenen Sachen, aber prinzipiell sind die Sachen alles gleich hier. Die Einstellung müsst ihr euch mal mit vertraut machen. Wichtig ist, man kann das eben halt als normales Telefon benutzen, aber wenn ihr jetzt in der Werkstatt seid oder wandern, wie auch immer, und das fällt hin oder irgendetwas, wir schmeißen den auch gleich nochmal auf den Boden und ins Wasser. Darum dreht es sich eigentlich, dass das eben halt ein Outdoor-Handy ist, wo nichts passiert. So, wir machen jetzt noch 2 Tests, und zwar Sturztest und Unterwassertest. Auf geht's! Ich traue mich gar nicht, das Teil runterfallen zu lassen. Bei mir im Bus, wenn ich immer damit aufnehme und runterfällt, dann denke ich immer, ach du Scheiße, ist alles kaputt. Ich schmeiße den jetzt einfach mal so hin. Und nichts passiert. Man kann das auch nochmal hinschmeißen. Oha, genau auf die andere Seite. Aber wie gesagt, damit werben die auch, dass da nichts passiert. Jetzt noch der Unterwassertest und dann haben wir alles getestet. Wirklich sehr schön. Gucken, dass alles zu ist. Hier ist alles zu und den schmeißen wir jetzt mal ins Wasser. So Leute, einmal mit Wasser ist da.
Hier ist das Teil. Ich versuche jetzt mal die Unterwasserkamera zu aktivieren, dass der uns vielleicht aufnimmt. Lange hier draufhalten steht hier. Mal gucken. Oder im Wasser sollte man das wohl machen. So schmeiße ich das Teil jetzt auch mal rein. Dann müsste der uns theoretisch im Wasser aufnehmen. Ich traue mich gar nicht, aber ich schmeiße das jetzt mal rein und ihr seid live dabei. Ach du Scheiße, das neue Gerät im Wasser. Jetzt müsste der uns theoretisch aufnehmen. Hallo. Mal gucken, ob er mein Gesicht sieht. Hallo. So, ich hole das Teil mal schnell raus. Da brauche ich die zweite Hand für. Wartet. So, jetzt habe ich das Teil mal rausgeholt. Mal abtrocknen. Bin mal gespannt, ob der uns aufgenommen hat. Da bin ich echt mal gespannt. Tropft aber auch kein Wasser raus oder so, wie ihr sehen könnt. Ja, ich tue das mal so. Das Ding ist auch noch an. Ich werte mal gleich aus und werde euch berichten. Wartet. Hallo. So Leute, den Wassertest hat er ja gut bestanden. Warum ich das auch benutzen werde, ist, das hat noch eine Funktion Outdoor, eben halt Nachtsichtkamera. Da hat er hier auf der Seite die Infrarotlampen und das ist hier, wenn man eine Taschenlampe oder aber auch den Blitz. Man kann auch während des Aufnehmens sogar Licht dazu schalten. Braucht man kein Stativ extra noch für Licht und so, wirklich gut. Wir gehen dann mal sofort in die Einstellung in Kamera und haben hier unten Nachtsicht. Ich kann euch auch mal eben die Einstellungen zeigen, ganz kurz, wenn ihr auf die Einstellungen geht. Habt ihr hier die Benutzer definiert, die Videoqualität, Mikrofon, ob ihr laut, leise, stumm, und dann haben wir noch den Anti-Flimmern, den habe ich auch schon angesetzt sofort. Den könnt ihr noch hier so rüberziehen, beziehungsweise hier hat man dann 4K-Aufnahmen, Full-HD-Aufnahmen, HD-Aufnahmen, alles soweit sehr gut. Aber wir wollten ja hier diesen Nachtsichtkamera. So, jetzt ist die Nachtsichtkamera aktiviert, ja. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, wir wollen jetzt aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Seht ihr das? Hier leuchtet es jetzt rot und man kann, ja, ich kann ja Licht ausmachen. Ich habe das gerade im Keller schon ausprobiert, aber mal gucken, normalerweise ja, da könnt ihr das sehen. Ja, ich hoffe, man sieht es. Der nimmt jetzt hier sozusagen auch richtig schön auf mit der Nachtsichtkamera. Ergebnis zeige ich euch gleich. Ich mache mal wieder Licht. Für ein normales Auge so gar nicht zu sehen. Wirklich sehr, sehr schön. Und dann zeige ich euch auch direkt hier auch noch mit dem Blitzlicht. Moment. So, jetzt habe ich das mal aktiviert. Wie ihr sehen könnt, beim Aufnehmen hat man dann auch noch direkt Licht. Aber ich habe das alles aufgenommen. Wir gehen runter in den Keller und dann zeige ich euch mal, was ich da aufgenommen habe. Jetzt habe ich mal auch das Blitzlicht an. Sogar beim Filmen hat man es hell. Auch nicht schlecht. Im Dunkeln, wenn man was filmen möchte, braucht man nicht zusätzlich noch eine Lichtquelle. Man hat alles direkt da. Ja, auch wunderbar. So Leute, jetzt habe ich mal Nachtsicht an. Ne? Als ob ich ein Licht habe. Es ist dunkel, aber dieses Infrarot hier hinten, ich nehme mal gleich das andere Handy, dann zeige ich euch das mal. Also das überrascht mich jetzt wirklich. Ne? Ich bin jetzt hier im Keller. Hier ist eigentlich alles ganz dunkel, aber ich kann das hier so sehen, als ob hier hell ist. Wahnsinn, ich gehe jetzt mal da von hell ins Dunkle rein. Schaut mal, hinten ist ja dunkel. Ich gehe jetzt mal da rein. Wahnsinn. Als ob es hell ist. Ich kann es quer nehmen. Hier ist unsere Waschküche. Ja, einwandfrei.
Leute, seht mal, so seht ihr mich überhaupt nicht, ne? Es ist ganz dunkel. Wenn ich jetzt mit das gleiche, Moment, ich mache mal die andere Seite, mit das hier aufnehme, das ist die Infrarotkamera, ne? So würde ich alles ganz dunkel sehen, wenn ich jetzt ganz hell, alles dunkel, aber mit der Infrarotkamera wirklich astrein. Wahnsinn, was ein Unterschied. Da sieht man nichts, aber hier sieht man. So Leute, die Vorstellung ist zu Ende, das Video ist zu Ende. Das Teil hat mich richtig überrascht. Liegt auch sehr schön in der Hand. Auch dieser An- und Ausmachschalter, dieser Home-Button, der ist auch direkt hier vorne am Daumen. Wenn man das in der Hand hat, zack, kann man direkt schon drauf gehen, obwohl das Teil eben halt größer ist als so ein normales. Schaut mal den Unterschied, ja, dicker, größer und auch ein bisschen schwerer. Aber dafür kann das Teil einiges. Habt ihr ja gerade gesehen. Also das Teil werde ich auf jeden Fall behalten und werde die nächsten Videos hiermit drehen. Mal schauen, ob das bei euch auch gut ankommt. Ja, so viel hierzu. Man sieht sich natürlich auf den anderen Seiten, auf den anderen Kanälen wieder oder wieder hier bei mir auf dem Hauptkanal. Vielleicht wieder irgendwann mit so einer Vorstellung. Wenn jemand noch was vorgestellt haben möchte, einfach nur anfragen. Wenn das interessant für unseren Kanal ist, machen wir das gerne. Und natürlich können wir dann wieder Bahnhöfe, Busse. Unser Content bleibt weiterhin so bestehen wie bisher. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Ui. Ciao Leute.